Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen Cityguide Kim Ferrandina Guriu. Heute geht es um eine Frau namens Anna, die sich hier in Wien im 16. Jahrhundert aufgehalten hat. Wir wissen einiges aus ihrem Alltag durch Tagebücher, die bis zu uns gelangt sind. So kann ich euch eines ihrer Samstage hier in Wien erzählen. Sie steht frühmorgens auf, muss einige Besorgungen für die Hausherren, für den Hausherrn und für die Hausherrin Seedorfer machen. Zum einen muss sie zum neuen Markt gehen, dort soll sie Mehl besorgen gehen. Und darauf freut sie sich immer ganz besonders, weil da der Sohn des Bäckers, Hans, meistens auf sie wartet, ihr immer ganz lieb zulächelt und auch Witze macht. So beginnt der Tag meistens wirklich sehr gut für die Anna. Heute soll es ja Fleisch für die Familie geben, darum wird sie auch noch zum Fleischer gehen müssen. Sie geht da meistens zum Fleischer Ambrosi, auf den kann sie sich ja immer ganz gut verlassen. Es sind zwar keine weiten Wege, die sie gehen muss, aber die Straßen sind noch matschig und feucht vom Dauerregen der letzten Tage. Heute ist aber ein ganz besonderer Tag, denn der Hausherr soll ja in den Stadtrat gewählt werden. Die Sache scheint wirklich so gut wie fix zu sein und alle freuen sich darüber. Aus diesem Grund muss sie auch noch beim Schneider Georg vorbeischauen, um die von der Hausherrin neu bestellte Kleidung abzuholen, die am nächsten Tag zum Feiern angezogen werden soll. Die Anna hat sich immer wieder gefragt, wie sie wohl aussehen würde in einer solch schönen Kleidung und wie der Hans darauf reagieren würde. Nun ja, sie weiß ja ganz genau, dass das nicht ihre Welt ist und dass es auch niemals ihre Welt sein wird. Und sie weiß auch ganz genau, dass sie den Hans wahrscheinlich nie heiraten wird können, denn sie stammen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. So verläuft der Tag aber ganz normal für sie und dann wird es Abend, sie kommt nach Hause und wird leider erfahren müssen, dass der Hausherr leider doch nicht in den Stadtrat gewählt worden ist. Die Anna hatte sich insgeheim Hoffnungen gemacht, dass sie ein bisschen von dem guten Fleisch abbekommen würde. Aber leider, wenn der Hausherr verstimmt ist, gibt es meistens nichts für die Anna. Es wird abends, es wird nachts, es wird dunkel, sie wird dann schlafen gehen und des Nachts wird sie von einem Elefanten oder von einem Elefanten träumen. Keiner weiß genau, wie dieses Tier heißt. Der Hans hat ihr am frühen Morgen davon erzählt, dass der Neffe des Kaisers ein solches Tier hier nach Wien bringen soll. Die Leute wissen nicht genau, wie es ausschaut. Es soll einen ewig langen Rüssel haben, so groß wie ein Haus sein. Sie fragt sich, ob sie es jemals zu Gesicht bekommen wird, aber wahrscheinlich nicht, denn sie hat immer ganz schön viel zu tun. Also das ist das, was ich euch aus ihrem Leben erzählen konnte, aus ihrem Tagebuch. Aber ganz ehrlich, nichts wissen wir über sie. Wir wissen nur, dass sie hier in Wien am ehemaligen Fleischmarkt war, dass sie für die Familie Seedorfer gearbeitet hat, dass es den Schneider Georg gegeben hat, dass es den Fleischer Ambrosi gegeben hat. Den Hans habe ich ja gänzlich erfunden. Aber aus ihrem Alltag, aus ihrem Leben, sowie aus dem Leben einfacher Frauen, aber auch wichtiger, reicher Frauen wissen wir meistens nichts, denn meistens über die Männer berichtet worden ist. Und die Frauen hatten auch immer eine untergeordnete Stellung, eben gegenüber den Männern in der Geschichte. So müssen wir hier in Österreich bis 1897 warten, bis es den Frauen endlich erlaubt wird, zur Uni zu gehen. Bis 1918 dauert es, bis sie dann endlich wählen dürfen. Bis 1966, bis wir die erste weibliche Ministerin hier in Österreich haben werden. Bis 1975, bis die Frauen nicht mehr um die Erlaubnis ihres Mannes bitten müssen, um einer Arbeit nachzugehen. Bis 1989, bis es den Männern verboten wird, den Ehemännern, ihre eigenen Frauen zu Hause sexuell zu nötigen. Und erst 2019 werden wir die erste weibliche Bundeskanzlerin hier in Österreich haben, wenn auch nur, um die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Die Frage ist natürlich, was kommt noch? Es gibt noch viel zu tun und ich wollte mit dieser Folge ein bisschen auf dieses Thema aufmerksam machen. Wenn ihr mehr über die Frauen in der Geschichte, auch Frauen, die wirklich was bewegt haben, kann ich euch nur meine Kollegen Kathi und Stefan empfehlen. Ich verlinke euch eine Episode, etwas länger natürlich, zu diesem Thema. Wir sehen uns dann nächste Woche und lasst uns bitte gemeinsam eine bessere, schönere Welt gemeinsam gestalten. Bis zum nächsten Mal für die nächste Folge von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien. Danke nochmals und bis zum nächsten Mal.